Dieses Bild ist nochmal ähnlich wie die anderen beiden, aber obendrauf ist es doch nochmal wieder ein bisschen anders gearbeitet. Und wie das geht, das zeige ich dir. Komm mal mit an meinen Arbeitsplatz. Ja, der Hase ist heute nicht dran, aber ich habe goldenes Papier von der Schokolade, das habe ich glatt gezogen und klebe das jetzt auf die Leinwand. Ich gebe jetzt hier meinen Kleber auf die Folie und streiche die einfach mit einem Malmesser, streiche den Kleber da drauf. Wenn der Kleber auf der Fläche verteilt ist auf der Folie, dann legst du es erstmal nur auf die Leinwand und streichst das nächste Papier ein. Ja, dann legst du die andere Folie dazu und ziehst es glatt und drückst es runter. Vorher kannst du es noch verschieben. Es gibt auch eine Videoanleitung zum Foliekleben, das schreibe ich nochmal in die Infobox. Ich habe diesmal nicht Acrylfarbe über die Kanten gezogen und fange gleich mit Farbe an. Dieser Farbton ist ganz schön und harmoniert mit dem Gold. Aber was eben auch passiert, und das kannst du jetzt ganz gut sehen, wenn ich auf die Folie mit der Farbe gehe, ist der Farbton eben dadurch dunkler. Damit ich dann also den Übergang nicht so heraushebe, ziehe ich einen dunklen, deckenden Farbton über die Kanten. Ja, dann nehme ich wieder Weiß dazu und fange an, auf der Fläche zu mischen. Das heißt, auch hier wieder in der ersten Farbschicht kannst du wieder viel ausprobieren. Jetzt kommt der nächste Farbton. Ich überlege weiter, wie die Farben so zu dem Gold passen. Und ich will ja noch diesmal auch Schrift wieder oben drauf setzen und diesmal auch in Gold. Das heißt, ich will das Gold drunter nur immer mal so leicht auftauchen lassen. Nimm auch noch mal einen dunklen Farbton dazu und verteile den einfach mit dem Pinsel über die Fläche. Probiere auch aus, wie du mit dem Stift die Farbe wegnehmen kannst. Du kannst dann auch wieder mit dem Spachtel das verstreichen, die Farbe. Dann entstehen so kleine Effekte. Ja, du kannst viel Gold stehen lassen, immer wieder wegwischen und kannst dann dir eine Farbmischung dahin bringen, wie du sie haben möchtest. Du kannst mit dem Spachtel die Farbe auftragen oder mit dem Pinsel. Wenn du auf dem Spachtel die Farbe raufgibst und dann nur so leicht über die Oberfläche damit gehst, dann betonst du damit die Höhen, also diese Struktur der Folie. Damit erhältst du einen ganz zufälligen Farbauftrag. Ich möchte aber noch mehr die Fläche verdichten mit Farbe. Mir gefällt der Farbton auch noch nicht. Ich bin noch auf der Suche nach dem richtigen Farbton, während ich da male. Ich ziehe also auch nochmal mit dem Pinsel anders die Farbe auf und verstreiche die dann auch wieder mit meinem Lieblingspinsel.
Gehe ruhig nochmal ganz über die Fläche mit Farbe und werd jetzt heller. Und dadurch, dass die Farbe da drunter ist, entstehen weitere Farbnuancen. Mit dem Tuch hole ich so nicht nur das Gold hervor, sondern auch die Farbe, die da drunter ist. Sprüh ruhig Wasser drauf, lass die Farbe wieder ausspülen. Dann entstehen nochmal so zufällige Sachen. Das kannst du dann wieder wegtupfen oder was stehen lassen. Zu meiner letzten Farbschicht habe ich noch ein bisschen Türkis mit in das Grün gemischt. Dann guck dir wieder das Bild an, wie sind die Strukturen betont, wie ist der Farbverlauf, wie sind die Farben unter der Farbe, was taucht so auf. Und dann lässt du es alles einmal trocknen. Jetzt kommt mein Highlight da oben drauf, die Schrift, und ich habe jetzt hier einfach eine Kreide genommen, mache mir so Hilfslinien. Ich hatte jetzt auch kein Lineal zur Hand, ich habe einfach einen Spachtel genommen. Mit der Kreide kannst du dann einfach dein Wort vorschreiben, weil du die Kreide ja auch wieder wegwischen kannst. Du könntest jetzt auch die Kreide fixieren. So im Weiß gefällt es mir auch gerade ganz gut, aber ich hatte ja was vor, ich will ja Gold da drauf setzen. Ich habe den Goldfarbton schon ausprobiert hier auf dem Papier und gucke, wie das auf meinem Bild aussehen könnte. Es ist ein Leerstift, also ich habe einen Leerstift verwendet und habe da Goldfarbe reingefüllt. Und somit konnte ich genau den Farbton, den Goldfarbton raussuchen, der zu dem Grün passt, denn das Gold sieht immer anders aus von Hersteller zu Hersteller. Ja, da steht es nun. Hier habe ich gerade gearbeitet und du kannst natürlich aus den 3 Bildern, die jetzt ja entstanden sind, gerade auch kombinieren. Du kannst wieder einen anderen Spruch raufgeben und das so machen, wie du das dann für richtig hältst. Ja, das Gold da drauf passt ganz gut und der Spruch passt auch ganz gut. Ich danke dir für dein Like, für deinen Kommentar, dass du mir geschrieben hast, woher du kommst. Das hat mich total gefreut. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön.